Und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen CAD-Akademie. Stadtentwicklung mit Perspektive, ein Anwendungsfall für den urbanen digitalen Zwilling. Ich bin Helen Winter und bin Anwendungsfallmanagerin im CAD und arbeite für die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen und freue mich sehr, heute hier einen Anwendungsfall aus Hamburg vorstellen zu können. Stadtentwicklung mit Perspektive, das ist auf Bildern oder Plänen oft immer nur begrenzt möglich. Neue Bauvorhaben oder Planungen in den Kontext der bebauten Stadt zu setzen und zu visualisieren und mit uns Planerinnen und Planern aber enorm Wechselwirkungen dieser neuen Bauvorhaben und Planungen auf die bebaute Stadt, die direkte und indirekte Nachbarschaft zu identifizieren und zu analysieren. Wenn aber Bauvorhaben zu uns in die Verwaltung kommen, zum Beispiel im Zuge von städtebaulichen Wettbewerben, kommen diese oft als tolle Visualisierungen oder Renderings zu uns und selten als 3D-Modelle. Und diese Renderings oder auch Bilder ermöglichen es uns nur begrenzt, eine Einbettung dieser Vorhaben in die bebaute Stadt vorzunehmen. Und falls dann doch mal Vorhaben als digitale Pläne zu uns kommen, haben unsere Kolleginnen und Kollegen kaum Möglichkeiten, diese in den Kontext der Stadt zu setzen und eigene Visualisierungen durchführen zu können. Und das kleine Video hier als Einstieg zeigt sehr eindrücklich, wie groß die Wirkung dieser Kontextualisierung für die Planung und Entscheidung ist. Mit unserem Anwendungsfall, dem 3D-Projektplaner, wollen wir unseren Kolleginnen und Kollegen ein Tool an die Hand geben, das es ihnen ermöglicht, genau diese Kontextualisierungen von neuen Bauvorhaben durchführen zu können. Und wir möchten Ihnen ein Tool an die Hand geben, das Sie an Ihrem eigenen Arbeitsplatz nutzen können und auf keine weitere Software oder Hardware angewiesen sind. Der 3D-Projektplaner ist eine digitale Webanwendung, die es Planerinnen und Planern in der Verwaltung ermöglicht, genau eben diese digitalen Bauvorhaben in das 3D-Stadtmodell geodatenbasiert zu analysieren und auch eigene städtebauliche Entwicklungsideen einfach und schnell zu skizzieren. Mit dem 3D-Projektplaner schließen wir eine wichtige Lücke in der digitalen Arbeit hier bei uns in der Stadtplanung und schaffen eben ein Werkzeug, in dem diese neuen Planungen und Bauvorhaben als digitale Modelle mit dem urbanen digitalen Zwilling verbunden werden können. Die Kolleginnen und Kollegen können also die digitalen Planungen, die meist als 3D-Modelle, 3D-Objekte zu uns kommen, in das 3D-Stadtmodell hochladen und im Kontext der bebauten Stadt platzieren und anschließend gewünschte Visualisierungen und Analysen durchführen. Sie können zudem erste hochbauliche Ideen skizzieren, diese exportieren und mit Kolleginnen und Kollegen teilen und bei Bedarf weiterentwickeln. Der 3D-Projektplaner wurde für die planenden Dienststellen hier in der FAH entwickelt und unterstützt diese bei den vielfältigen Fragestellungen und Abstimmungsprozessen bei neuen Bauvorhaben, sowohl intern, also mit Kolleginnen und Kollegen aus vielleicht unterschiedlichen Fachlichkeiten, aber auch mit privaten oder Dienstleistern wie Architektur und Planungsbüros. Wir hier in Hamburg arbeiten mit dem Masterportal. Das Masterportal ist unsere technische Grundlage für unsere Geoportale, mit denen wir der Öffentlichkeit, also Bürgerinnen und Bürgern, Zugang zu unseren öffentlichen Daten geben. Das Masterportal nutzen wir aber auch intern für verschiedenste Fachportale, die in der ganzen Freien und Hansestadt in Hamburg genutzt werden. Ein Fachportal kann dann von allen Beschäftigten über den Webbrowser aufgerufen und genutzt werden. Somit sind keine Lizenzen für spezielle Software nötig. Es bedarf keine Nutzung von spezieller Hardware, wie zum Beispiel leistungsstarken Rechnern, die dann meist nur in den Dienststellen oder den Fachbehörden zu finden sind. Und eben ein solches Fachportal ist auch der 3D-Projektplaner. Und seit 2023 steht uns in der Verwaltung und der Öffentlichkeit ein neues 3D-Stadtmodell zur Verfügung, das hier einmal auf dem Bild dargestellt ist. Das neue Stadtmodell hat eine Auflösung von Level of Detail 3. Es ist also sehr, sehr detailgetreu und bildet unsere Stadt sehr real ab. Gemeinsam mit den vorhandenen Geodaten, die wir über die Urban Data Plattform in unser Fachportal einbinden können und Werkzeugen, die wir im Rahmen des CAD entwickelt haben, haben wir so einen Anwendungsfall und ein Werkzeug, der unseren Kolleginnen und Kollegen helfen kann. Eine zentrale Funktion für die neuen Funktionen, die wir im Rahmen des CAD entwickelt haben, ist der 3D-Importer. Denn mit dem 3D-Importer können eben diese digitalen Bauvorhaben als 3D-Objekte in das 3D-Stadtmodell und in die Anwendung geladen werden und anschließend platziert und analysiert werden können.
Gängige Masterportal-Werkzeuge wie zum Beispiel die Schattenwurfsimulation oder auch die Funktion Messen lassen sich auch auf diese importierten Objekte anwenden. Mit einem neuen 3D-Draw-Tool können Polygone in das 3D-Stadtmodell gezeichnet werden. Mit dieser Funktion können also unsere Kolleginnen und Kollegen diese städtebaulichen Entwürfe einfach und schnell am Arbeitsplatz durchführen. Die Zeichnungen können exportiert werden, sie können mit dem Team geteilt werden und dann kollaborativ weiterentwickelt werden. Auch hier können wir die Simulationsfunktion oder auch die Funktion Messen drauf anwenden. Da wir in Städten ja oft in hochverdichteten und stark bebauten Gebieten planen und arbeiten, sind Neubauten selten auf der grünen Wiese zu finden. Das heißt, unser 3D-Projektplaner braucht eine Funktion, dass wir an bestimmten Stellen in der Stadt, wo Neubauvorhaben stattfinden sollen, bestehende Gebäude des 3D-Stadtmodells ausblenden können. Dazu haben wir die Funktion Gebäude ein- und ausblenden entwickelt. Mit Klick auf ein Objekt, das kann ein Baum oder ein Gebäude sein, werden eben diese Objekte ausgeblendet und können zu einem späteren Zeitpunkt, falls gewünscht, auch wieder eingeblendet werden. Als letzte Funktion haben wir die Funktion Sichtanalysen entwickelt. Da haben wir von unseren Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass das eine Funktion ist, die sie immer wieder nutzen und brauchen, wenn sie sich neue Bauvorhaben im Kontext der bebauten Stadt visualisieren möchten. Über diese Funktion können wir uns an jede beliebige Stelle im 3D-Stadtmodell navigieren. Mit einem Klick in die Karte lösen wir uns von der Vogelperspektive und befinden uns in der Perspektive einer Person, die im Raum steht, und können so zum Beispiel die Fassadengestaltung des neuen Bauvorhabens in Bezug auf das Nachbargebäude vergleichen. Wir können Dachabschlüsse analysieren und wir bekommen ein Gefühl dafür, wie bestimmte Baukörper im Raum wirken. Diese 3 neuen Funktionen sind alle in einer neuen 3D-Toolbox, dem 3D-Modeler, gebündelt. Und diese möchte ich nun gerne einmal live und in Farbe demonstrieren. Wie ja schon beschrieben, der 3D-Projektplaner ist ein Fachportal, was von unseren Kolleginnen und Kollegen sowohl aus den Fachbehörden als auch den Bezirken orts- und zeitunabhängig aufgerufen werden kann. Das heißt, der 3D-Projektplaner kann sowohl im Homeoffice als auch im Büro genutzt werden und es bedarf keiner weiteren Soft- oder Hardware. Wir befinden uns hier in der Starteinsicht und sehen eine Karte von Hamburg. Über den Reiter Themen können wir uns beliebige Fachdaten hinzuladen und diese visualisieren. Hier im Portal befinden sich vor allem Geodaten zu Plan- und Baurecht, wie zum Beispiel die Bebauungspläne oder auch Flächennutzungspläne. Wir können diese auch anschließend wieder ausblenden und sind zurück in der Startansicht. Wir können über Werkzeuge weitere Werkzeuge nutzen, wie Koordinaten oder Höhe bestimmen, Karte drucken, weitere Dateien importieren oder aber auch Strecken und Flächen messen. Wenn wir nun die 3D-Funktion und den 3D-Modeler nutzen möchten, müssen wir die 3D-Ansicht aktivieren. Da das Laden etwas länger dauert, springe ich mal auf ein bereits vorgeladenes Feld. Nun befinden wir uns in der 3D-Ansicht und können auch hier wieder über den Themenbaum verschiedene Areas, so heißt es hier in Hamburg, die verschiedenen Regionen unserer Stadt als 3D-Modell ein- und ausschalten. Wir befinden uns hier gerade in der Innenstadt, direkt an der Alster, und können auch bei Bedarf verschiedene Hintergrundkarten aktivieren und deaktivieren. Wenn wir besonders realistische Darstellungen haben möchten, sind natürlich die Orthofotos eine tolle Grundlage, um wirklich fotorealistische Visualisierungen erstellen zu wollen. Wir können zudem auch auf das 3D-Straßenbahnkataster zugreifen und sehen nun auch die Stadt- und Straßenbäume in Hamburg und können über das Get Feature Info auch Informationen zu den jeweiligen Bäumen aufrufen. Nun möchte ich einmal auf die gerade eben vorgestellten Funktionen eingehen. Dazu aktiviere ich mal einige Bereiche des 3D-Stadtmodells und springe an eine Stelle, wo wir mal ein Gebäude bzw. eine neue Planung platzieren
werden. Die Straßenbäume schalte ich auch einmal aus, dann lädt das Modell etwas schneller. Genau, wie ja bereits erwähnt, alle unsere neuen Funktionen finden sich unter dem 3D-Modeler. Wenn ich nun auf diesen Reiter klicke, erscheint rechts in meiner Ansicht die 3D-Toolbox und hier kann ich alle Funktionen auswählen. Wir haben den Importer, wir können über den Importer 3D-Objekte importieren. Wir haben das Zeichnen-Tool, über das wir dann entsprechende Formen und Geometrien in das 3D-Stadtmodell zeichnen können. Und unter Optionen findet sich die Funktion Gebäude per Mausklick aus- und wieder einblenden und die Fußgängerperspektive, also die Sichtanalyse. Es ist beim Start der 3D-Toolbox immer die Funktion Gebäude per Mausklick ausblenden aktiviert. Das heißt, wenn ich jetzt hier in meine Anwendung klicke, sehe ich sofort das große Gebäude verschwinden. Möchte ich das wieder einschalten, finde ich unten eine Liste, wo die Gebäude aufgelistet sind und kann sie über das Auge wieder aktivieren und sehe nun das Gebäude ist wieder sichtbar. Wenn ich eine Datei importieren möchte, kann ich das über die Funktion Datei auswählen und den Importer tun. Es öffnet sich ein Fenster, wo das Tool direkt auf meine Dateienablage zugreift und kann hier das entsprechende Objekt auswählen. Ich demonstriere die Funktion einmal in einem kleinen Modell, das ein kleines Bürogebäude darstellen soll. Wenn der Input erfolgreich war, erscheint das Gebäude mir an meiner Maus. Und das kann ich dann per Mausklick platzieren. Wir haben von unseren Kolleginnen und Kollegen hier im Amt gelernt, dass viele Planungen, die zu uns in die Verwaltung kommen, keine Georeferenz haben. Das heißt, wir müssen den Objekten und den Gebäuden in unserem Fall eigene Koordinaten und eigene Positionen hinzufügen. Das können wir über den Weg machen, wie ich es gerade gezeigt habe, also per Klick ins 3D-Modell und das Gebäude platzieren. Wir können aber auch über die Funktion hier rechts den Rechts- und den Hochwert ändern. Das heißt, dort kann ich beliebige Koordinaten eingeben und dann wird das Gebäude an der entsprechenden Stelle platziert. Ich habe zudem die Möglichkeit, mein Gebäude zu rotieren und so die Position beliebig anzupassen. Ich kann auch mein Gebäude skalieren und es in der Größe anpassen. Über die Funktion Höhe und an Gelände anpassen wird das Gebäude automatisch an die vorliegende Höhe positioniert. Das heißt, dass das Tool und der Importer nimmt die dort vorliegende Höhe über das 3D-Geländemodell und platziert dann das Gebäude an der entsprechenden Höhe. Wenn ich diese Funktion ausstellen möchte, weil ich zum Beispiel ein Objekt auf einem Objekt platzieren möchte, muss ich einfach den Haken wegnehmen und kann die Höhe dann beliebig anpassen. So, wir haben jetzt unser Objekt hier platziert und wir können zur Übersicht zurückgehen und sehen nun, dass unser kleines Gebäude im Raum platziert ist und können jetzt beliebige Sichtanalysen oder auch Schattenwurfsimulationen durchführen. Wir bewegen uns hier gerade in einer sehr fotorealistischen Darstellung. Wir können aber auch das LOD3 Stadtmodell ausblenden und uns zum Beispiel das Klötzchenmodell in LOD2 einblenden. Wir können uns auch Altis-Daten als Grundlage wählen und wir können uns natürlich auch, falls es uns interessiert, Flächennutzungspläne anzeigen lassen. Und so unsere Gebäude, die wir importiert haben, mit Geodaten verschneiden und so wichtige Erkenntnisse gewinnen. Möchte ich nun mein Gebäude wieder löschen, kann ich hier über die Ansicht importierte Objekte die Funktion des Abfalleimers verwenden. Ich kann mein importiertes Gebäude ein- und auch ausblenden. Über den Stift kann ich es wieder in der Position verändern und ich kann auch den Namen meines Gebäudes beliebig anpassen. Wir schalten einmal den Flächennutzungsplan auf und aktivieren uns noch einmal das 3D-Modell und vielleicht auch nochmal die Autofotos und dann hatte ich ja schon angesprochen, dass mit den importierten Objekten auch Schattenwürfe durchgeführt werden können. Das können wir über
die Werkzeuge tun und hier Schatten auswählen. Wenn das Tool geöffnet wird, können wir hier einen beliebigen Tag im Jahr auswählen. Heute ist der 5.3. Und über den Schieberegler hier unten wählen wir die beliebige Uhrzeit, zu der wir uns den Schattenwurf anzeigen lassen wollen. Wir sehen nun, wie der Schatten über den Tagesverlauf läuft. Spannender ist die Ansicht natürlich, wenn wir mal einen Tag im Sommer auswählen, wo wir sehr lange Sonne haben. Und dann sehen wir hier, wie der Schatten über den Tagesverlauf fällt. Über das X kann die Funktion wieder geschlossen werden und über die Funktionen des 3D-Modellers springen wir noch einmal in die Fußgängerperspektive. Dazu muss diese Funktion aktiviert werden. Es erscheint ein roter Pin. Mit Klick in die Karte bin ich in der Fußgängeransicht und befinde mich so ungefähr auf einem Niveau von 1,60 bis 1,80 und kann mir das importierte Objekt anschauen. Mit der Escape-Taste über die Tastatur springen wir aus der Ansicht wieder zurück. An einem anderen Beispiel möchte ich nun einmal demonstrieren, wie wir neue Objekte in unser 3D-Modell zeichnen können und wie Gebäude abgerissen werden können. Wir befinden uns hier an einer Stelle in Hamburg, wo ein Gebäude auch in den letzten Wochen und Monaten abgerissen wurde. Dieses Areal ist eine alte Fabrik, die abgerissen ist und jetzt einer kommenden Wohnbebauung weichen wird. Und das können wir einmal demonstrieren und aufzeigen, wie unsere Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel dort Rahmenpläne oder erste Masterpläne selber skizzieren und ein Gefühl dafür bekommen, welche Entwicklungsmöglichkeiten denn auf dieser Fläche möglich sind. Dazu, wie bereits gesagt, können wir in die Karte klicken. Jetzt ist noch das LOD2-Modell aus. So, jetzt müssen wir nur einmal die Gebäude entfernen. Und sehen jetzt auf der Fläche keine Gebäude mehr. Zeichnen kann ich über die Funktion Zeichnen. Dazu kann ich meiner Zeichnung einen Namen geben. Ich nehme jetzt einen auswählen zwischen einem Strich oder einer Linie und einem Polygon. Ich habe die Möglichkeit, meine Füllfarbe auszuwählen. Ich habe die Möglichkeit, meine Konturfarbe auszuwählen. Über den Tropfen kann ich die Transparenz meines Gebäudes auswählen und über die rechte Funktion kann ich die Höhe meiner Zeichnung bestimmen. Wir nehmen mal 23 Meter und hier erscheint wieder wie zuvor auch bei der Fußgängerperspektive der rote Pin, den wir in die Karte platzieren können und es zeichnet sich ein Gebäude auf. Per Doppelklick beende ich die Zeichnung und sehe nun hier mein gezeichnetes Objekt. Das gezeichnete Objekt kann ich über die Funktion exportieren und die Zeichnung wird als GeoJSON exportiert und kann ich über den Importer wieder importieren. Und da das ein sehr großes Areal ist, habe ich das einmal vorbereitet und diese Zeichnung werden wir nun einmal importieren. Die Objekte sind natürlich platziert, weil ich habe sie beim Zeichnen an die entsprechende Stelle gesetzt. Und dort nimmt der Importer dann die zuvor festgelegten Koordinaten. Und sehen nun einmal hier, dass wir dieses Areal jetzt zum Beispiel im Rahmen eines Masterplans neu beplanen können, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche räumlichen Bebauungen denn dort möglich sind. Wir können aber auch auf Gebäude zum Beispiel Flächen zeichnen. Dazu habe ich auch einmal das vorbereitet. Wir können uns wieder die Zeichnung importieren.
also die Zeichnung befindet sich an einer anderen Stelle in der Stadt und über die Funktion des Pins, den wir dann hier bei unseren Zeichnungen sehen, können wir uns an die entsprechende Stelle navigieren und müssen sie nicht im Modell suchen. Genau, hier sehen wir, dass zum Beispiel Zeichnungen auf bestehenden Objekten möglich sind. Wir haben von unseren Kolleginnen und Kollegen gelernt, dass sogenannte Technikaufbauten ein spannendes Thema sind, die sie sich selber mit Planungen, die zum Beispiel von Architektur- oder Planungsbüros kommen oder auch die sie selber machen, oft diese Technikaufbauten nicht beinhalten und die aber natürlich noch auf das bestehende Gebäude dann beim Bau draufkommen und sich natürlich so Bauvolumina und auch bestimmte Sichtperspektiven ändern können. Und das können wir mit dem 3D-Projektplaner und der Zeichenfunktion tun. Wir können aber auch zum Beispiel Nachverdichtungspotenziale aufzeigen. Das werde ich auch noch einmal schnell zeigen. Und so zum Beispiel Gebäude in Baulücken setzen. Das sehen wir dann hier. Können wir auch verschiedene Sichtperspektiven einnehmen. Und wenn uns eine Perspektive gefällt, können wir diese über die Funktion Werkzeuge und Karte drucken auch exportieren. Über diese Funktion ist die Möglichkeit, diese Ansicht nun als zweidimensionale Karte, so wie wir Karten gewöhnt sind, zu exportieren. Wir können unserer Karte einen Titel geben, wir können das Format auswählen und das Dateiformat und dann entsprechend unsere Ansicht exportieren und für unsere weitere Arbeit nutzen. Das war einmal eine kleine Demo unserer neuen Funktionen und damit würde ich wieder zurück in die Präsentation springen. Genau, und möchte nun abschließend noch ein paar Worte zu der technischen Umsetzung und auch der Nachnutzung sagen. Vorgeschaltet an die technische Umsetzung haben wir eine Anforderungserhebung mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier im Amt für Landesplanungen. Wir wollten die Funktion, die ich Ihnen gerade präsentiert habe, sehr an ihre Bedürfnisse entwickeln. Wir wollten neue Funktionen schaffen, die einen Mehrwert für die tägliche Arbeit bieten und ihre Arbeit auch erleichtern und unterstützen können. Wir haben uns zum Beispiel in den Anforderungserhebungen uns sehr intensiv darüber unterhalten, wie denn diese Sichtanalysen, die wir mit der Fußgängerperspektive durchführen, in der Vergangenheit gemacht wurden und haben gelernt, dass es sehr aufwendige Prozesse sind. Wir haben aber auch von Ihnen gelernt, dass unser Anspruch und der Anspruch an unsere Zeichenfunktion und unser Tool nicht sein sollte, dass wir gängige und bestehende CAD-Programme hier in der Verwaltung damit ablösen sollten, sondern unser Wunsch war es, ein Tool zu schaffen, das möglichst einfach verständlich und von allen bedienbar ist. Und mit diesen Anforderungen sind wir dann in die technische Umsetzung im Mai 2023 gestartet und haben mit unserem IT-Dienstleister Dataport in agilen Sprints diese Funktionen umgesetzt. Unsere Funktionen und der 3D-Modeller basieren auf dem Masterportal und sind, wie ja auch gerade gezeigt und auch schon gesagt, mit anderen Werkzeugen im Masterportal kompatibel und können genutzt werden. Wir freuen uns zudem sehr, dass die Implementierungspartnerschaft des Masterportals unsere Ideen und unsere Entwicklung sehr spannend und sehr relevant findet und sie so letztes Jahr Teil des Masterportal Kors geworden ist. Und das erleichtert zum einen die Pflege, aber vor allem auch die Nachnutzung für Dritte und vor allem für Kommunen und Institutionen, die das Masterportal bereits nutzen. Unser Anwendungsfall ist in den Connected Urban Twin und damit auch unseren urbanen digitalen Zwilling der Stadt eingebettet. Und das erleichtert uns total die Umsetzung unserer Anwendungsfälle, denn über den urbanen digitalen Zwilling können wir auf alle digitalen Ressourcen in der Stadt
zugreifen und diese für unseren Anwendungsfall und die Beantwortung unserer Fragestellungen nutzen. Wir haben uns zum Beispiel an Geobasisinformationen wie dem ALKIS bedient. Hinzu kommen Fachdaten wie Flächennutzungspläne, Bebauungspläne, die Komponente, Analysen und Simulationen ermöglicht uns Schattenwurfsimulationen, ermöglicht uns verschiedene Sichtperspektiven durchzuführen. Anwendungen, also das Masterportal und der 3D-Modeler sind auch Bausteine, die wir uns dazu genommen haben und natürlich der Geobasis-Zwilling als ein räumlicher Bezugsrahmen und die Basis aller räumlichen Analysen. Der 3D-Projektplaner ist aber auch ein tolles Beispiel dafür, die Modularität unserer Bausteine im Connected Urban Twin zu demonstrieren. Denn in einem anderen Anwendungsfall, dem Fachportal Innenstadt hier in Hamburg, in dem es um die Entwicklung und die Revitalisierung unserer Innenstädte geht, wurde ein Dashboard entwickelt, das Passantenfrequenzdaten einbindet. Wir haben mit den fachlichen Stakeholdern dieses Portals gesprochen und ihr Interesse im Bereich 3D zu arbeiten und die neuen Funktionen zu nutzen war sehr, sehr groß, sodass wir die Funktionen in das Fachportal Innenstadt integrieren konnten. Beides basiert auf dem Masterportal. Das heißt, es macht eine Nach- und Weiternutzung der Funktion auch innerhalb des Systems Hamburg und innerhalb des Systems CATS möglich. Und wenn wir nun das Fachportal Innenstadt öffnen und dort auch ebenfalls den 3D-Modus starten, sehen wir hier oben auch den 3D-Modeler und können dort alle Funktionen, die wir gerade gesehen haben, nutzen und auch Objekte nach Lust und Laune einladen. Wenn also nun auch Ihr Interesse geweckt ist, die neuen Funktionen auch in Ihrer Abteilung, in Ihrer Stadt, in Ihrer Kommune oder auch Institution nutzen zu wollen, dann wäre es hilfreich und gut, wenn Sie einige Voraussetzungen erfüllen würden. Wenn Sie bereits das Masterportal nutzen, dann müssen Sie sich den 3D-Modular nur noch in Ihre bestehenden Instanzen konfigurieren. Starten Sie ohne Masterportal, dann sind eine weitere wichtige Aspekte zu erfüllen, wie zum Beispiel ein Webserver, auf dem dann die gebaute und konfigurierte Masterportal-Instanz bereitgestellt werden kann. Dann ist es natürlich erforderlich, dass Sie sich ein Masterportal oder das Masterportal aufsetzen und mit OGC-konformen Geodatendiensten füllen und dann natürlich ein 3D-Stadtmodell, denn nur mit einem 3D-Stadtmodell kann auch eine Stadtentwicklung mit Perspektive möglich werden. Wenn das alles etwas viel und schnell war und Sie Interesse an dem 3D-Projektplaner haben, dann schauen Sie gerne auf der CAT-Website vorbei oder nutzen Sie hier die Links, denn wir haben ein umfangreiches Handbuch für unsere Funktionen geschrieben. In dem Handbuch sind alle Funktionen bis runtergebrochen auf jeden Mausklick beschrieben. Einmal über den Link rechts zu finden und interessiert Sie mehr die technische Umsetzung, eine Dokumentation und das Repository, können Sie dem Link rechts folgen. Wie gesagt, all die Informationen sind auch auf der Connected Urban Twins Website verlinkt und können dort genutzt werden. Und um meinen Vortrag zu beenden, möchte ich noch ein bisschen was darüber erzählen, was wir bei der Anwendungsfallentwicklung, bei der technischen Umsetzung und auch aktuell bei der Erprobung und Implementierung unseres Anwendungsfalls gelernt haben. Wir haben gelernt, dass es total wichtig und hilfreich ist, Vorhandenes zu nutzen und auf bestehende IT-Ökosysteme aufzubauen. Das schafft zum einen Vertrauen bei vielen Beschäftigten, da sie, wie in unserem Fall das Masterportal bereits nutzen und können aber auch dazu führen, dass diese Produkte eben weiter und nachgenutzt werden können. Wir haben gelernt, dass unsere Anwendungsfälle im CAD keine eierlegenden Wollmilchsäue sein müssen und wir gar nicht mit unseren Produkten bestehende CAD oder auch GIS-Programme ablösen müssen, sondern unsere Aufgabe ist es, einfache, schnell verständliche und einfach zugängliche Produkte für bestimmte Fragestellungen zu entwickeln. Offene Schnittstellen und Datenformate ermöglichen eben eine Modularität unserer Werkzeuge und bieten wichtige Schnittstellen über eine bestimmte Fachlichkeit hinaus. Und Digitalisierung macht einigen Menschen etwas Bauchschmerzen, andere können sich unter Visionen oder auch erstmal Ideen keine konkreten Produkte vorstellen. Und uns hat es extrem geholfen, sehr zügig, sehr schnell in die Entwicklung zu starten und einen ersten Prototypen zu haben, den wir heute gesehen haben und mit dem dann weiter in die Gespräche mit unseren Stakeholdern zu gehen und über neue Anforderungen und neue Ideen zu lernen. Und als letzter Punkt Werbung, Werbung, Werbung.
Denn nur wer Gutes tut und darüber nicht spricht, kann anderen vielleicht mit den tollen Dingen, die er tut, nicht weiterhelfen. Wir haben gelernt, dass wir viel Informationsmaterialien wie Handbücher schreiben müssen, wie Produktvorstellungen durchführen müssen, Werbung in den eigenen Reihen machen, Werbung über die eigenen Reihen hinaus zu machen, denn nur so kann unser Tool in die Verwaltung gebracht werden und es entstehen die Mehrwerte, die wir in der Vision aufgezeigt haben. Und damit bedanke ich mich und bin am Ende meiner Akademie. Vielen, vielen Dank für alle Zuhörenden, die bis hierhin dran geblieben sind und ihr Interesse an unserem Anwendungsfall und dem 3D-Projektplaner. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit. Wir freuen uns, wenn Sie die neuen Funktionen nachnutzen, weiter nutzen und sind da immer sehr gespannt auf Feedback und Input Ihrerseits. Vielen Dank.